So, aus dem Hause Q-Pad haben wir heute mal eine mechanische Tastatur. Die erfreuen sich ja auch großer Beliebtheit. Viele Spieler schwören mittlerweile auf die mechanischen Keyboards, wollen gar nichts anderes mehr nutzen, weil die eben so ein tolles Tastendruckgefühl haben. Das wollen wir natürlich auch testen, ob das auch bei der MK85 der Fall ist. Wir haben hier die Ausführung, das steht hier hinten drauf. Einmal in Cherry MX Red. Gibt es auch noch in Black, Brown und Blue. Ja, heißt ganz einfach, es ist ein bisschen anderes Tastendruckgefühl. Ja? Das ist hier etwas leichter und hat einen linearen Anschlag. Kann man eben auch in einer etwas anderen Ausführung haben, mit einem etwas schwierigeren Anschlag, wie man das gerade möchte. Ist im Prinzip aber dann auch die gleiche Tastatur vom Design, nur eben etwas anderes Tastendruckgefühl. So, dann schauen wir mal erstmal, dass wir sie hier rausbekommen. Alles klar, hier auch wieder ganz gut gepolstert. Ist bei Q-Pad-Produkten ja meistens der Fall, dass sie eben hier nochmal ganz gut gepolstert sind. Ist ja auch nicht verkehrt, soll ja auch nichts drankommen. So, hier haben wir noch so eine kleine Handablage noch dabei. Und hier eben noch eine Treiber-CD. So, hier erstmal ja, ganz kurzer Einstiegsguide, wo eben die wichtigsten Sachen erklärt sind. Ja, wie das hier jetzt das Ganze funktioniert, eben mit der Beleuchtung und eben diese ganzen Anschlussfunktionen, die wir an der Tastatur haben. Hier haben wir noch eine kleine Software dabei. So, hier eben diese Handablage, die man dran machen kann, wenn man möchte. Also wer jetzt irgendwie Probleme hat mit dem Handgelenk, dass es eben nicht gescheit auf dem Tisch liegt, der kann sich da einfach diese kleine Handablage hier unten eben noch dran klemmen, ja, wie ihr das unten hier seht. Also wenn man darauf Lust hat, kann man das machen. Ansonsten hier natürlich ganz einfach über USB-Anschluss. Hier nochmal für Ton und Mikro. Denn man kann auch, wenn man möchte, sein Headset hier noch mit anschließen. Also ja, wer das nicht an den PC befestigen möchte, der kann hier sein Headset und Mikrofon anschließen. 2 USB-Stecker haben wir. Für beispielsweise ja einen USB-Stick kann man daran anschließen. Oder ja, einen Controller auch. Das geht natürlich auch. Also wer das möchte, kann da natürlich auch noch ein bisschen was anschließen. Man sieht hier schon, das Tastaturlayout, ich hoffe, das seht ihr ganz gut, ist natürlich relativ hoch. Also das heißt, ja, die Tasten lassen sich relativ tief drücken. Man merkt auch direkt diesen mechanischen Effekt. Also es hat halt wirklich eine unglaublich geringe Verzögerung auch beim Drücken. Lassen sich also wirklich sehr präzise drücken. Das ist natürlich schon mal sehr gut. Sind natürlich ein bisschen lauter. Also wer hier schnell drauf schreibt, das hört man natürlich. Also wer jetzt wirklich Wert darauf legt, dass die Tastatur super leise ist, weil er viel schreibt, ja, muss man natürlich gucken, ob man mit dem Kompromiss leben kann. Ein besseres Tastendruckgefühl haben diese mechanischen Tastaturen natürlich auf jeden Fall. Also gerade beim Zocken. RTS-Spieler für StarCraft 2 beispielsweise, die nutzen das natürlich gerne, ist das natürlich eine feine Sache. Ansonsten ist die Tastatur auch noch beleuchtet, das heißt, wenn man die einsteckt, dann lässt sie sich natürlich auch beleuchten, in 4 Stufen sogar. Also da kann jeder selbst entscheiden, wie stark er jetzt die Beleuchtung gerade benötigt. Multimedia-Tasten hat die Tastatur natürlich auch hier oben über die F-Tasten. Also ganz einfach, wer auch mal einen Film gucken möchte oder Musik hören möchte und da eben dann auch Pause und Play und lauter und leiser einstellen möchte, der kann das hier eben auch. Makros lassen sich hier natürlich auch einstellen. Das gehört ja mittlerweile auch schon zum guten Ton, dass man sich da eben die Profile speichern kann, Makros einstellen kann. Wenn man die Tastatur auch mal irgendwo mit hinnimmt, zu einer LAN oder irgendwo anders an einem anderen PC spielt, kann man da eben seine Einstellungen mitnehmen. Die Tastatur selber ist relativ schwer, also die liegt entsprechend auch gut auf dem Tisch. Hier unten natürlich auch nochmal gummiert, lässt sich hier auch eben nochmal etwas anwinkeln, wenn man das lieber hat. Das Kabel auch ja, sehr dick und stoffummantelt, also das ist auch so ein unkaputtbares Kabel, sage ich mal. Soll es zumindest theoretisch. Also das heißt hier, selbst wenn man da mal irgendwie mit dem Stuhl oder so aus Versehen drüber rollen sollte oder irgendwas passiert, das hält schon ein bisschen was aus. Die Tasten selber natürlich, die haben ja auch eine ganz hohe Lebenserwartung von 50 Millionen Anschlägen, also das ist eine ganze Menge. Ja, ist also wirklich, da ist sich Q-Pad wohl ziemlich sicher, dass die Tastatur eben nicht so schnell kaputt geht. Preislich liegt sie bei 130 €.
Ist also durchaus im oberen Mittelfeld. Für eine mechanische Tastatur aber denke ich noch okay. Also da muss man schon ein bisschen was ausgeben und die Verarbeitung ist wirklich extrem gut. Also das merkt man direkt, wenn man auch die Tastatur in der Hand hat. Die hat schon ein bisschen was an Gewicht, beleuchtet, ist auch immer ganz cool. Ja, insgesamt eine tolle Tastatur, gut verarbeitet. Wer auf mechanische Tastaturen steht, der kann da auf jeden Fall mal einen ernsthaften Blick drauf werfen.